Jeder Stollen fängt damit an, dass wir Rosinen oder Sultanin einmal einweichen. Ich habe diese jetzt einmal mit Apfelsaft eingeweicht. Alternativ könnt ihr natürlich auch Rum verwenden. Wir mögen es zu Hause bei uns lieber alkoholfrei, schon alleine der Kinder wegen. Das genaue Rezept steht natürlich wie immer unten in der Beschreibung mit allem drum und dran. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr euch gerne einen Screenshot machen. Ich gebe noch mal den Deckel drauf, um sicherzugehen, dass das nicht austrocknet. Und das sind die wenigen Zutaten, die wir benötigen. Hier ist erst einmal das Mehl. Ihr könnt 405er oder 550er Weizen oder 630er Dinkel verwenden. Dann kommt ein bisschen Zucker hinzu. Dann eine Prise Salz und das Mark einer Vanilleschote. Alternativ geht auch hier Vanilleextrakt. Und nun die Butter. Die Veganer unter euch können das selbstverständlich mit Margarine austauschen. Dann habe ich hier jetzt noch frisch Mandeln gemahlen. Ihr könnt natürlich auch fertig gemahlene aus dem Supermarkt holen. Und dann hier mein Backtriebmittel. Das ist selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie ihr das selber macht und die Alternativen dazu findet ihr oben rechts unter dem i. Noch ein bisschen Milch. Und wer es da hat, kann jetzt noch ein bisschen Lievito Madre nehmen. Das ist ein milder Sauerteig, der auch bei süßem Gebäck richtig lecker schmeckt. Und weil ein Stollen ja immer so schwer ist vom Teig her, weil der ja sehr gehaltvoll ist, schon alleine durch die Butter, ist der Teig ein bisschen langsamer beim Aufgehen. Durch die Zugabe von 1 bis 2 Esslöffeln können wir das so ein bisschen erhöhen. Und wer wissen möchte, wie einfach man diesen Sauerteig selber macht, schaut mal oben rechts unter dem i. So, die Rosinen, beziehungsweise bei mir in diesem Fall sind es heute mal Sultanin, haben 2 Stunden in dem Apfelsaft gelegen. Ihr könnt das Ganze auch am Vorabend über Nacht einmal durchziehen lassen. Die kommen jetzt samt der Restflüssigkeit eben noch mit da rein. Und was ich euch sehr empfehlen kann, ist nochmal Abrieb einer Bio-Orange. Nehmt am besten den frischen. Natürlich würde jetzt auch der getrocknete gehen, aber das kann ich euch wirklich empfehlen. Das gibt nochmal so eine richtig schöne frische Note. Alternativ, wer keine Bio-Orange zur Hand hat, aber eine Zitrone, das könnt ihr selbstverständlich auch verwenden. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Also, ich kann euch tatsächlich sagen, meine Stollen werden ja jedes Jahr besser und dieser hat wirklich den Vogel abgeschossen. Der ist in 0, nix weg gewesen. Also der ist wirklich, ich habe Lobeshymnen bekommen und ich habe mich riesig darüber gefreut. Das ist wirklich was Tolles zu hören, dass das der beste, saftigste und fluffigste Stollen war, den jemand je gegessen hat und das ist einfach klasse. So, ich mache hier jetzt meine Teigpeitsche von Rammershofen bereit. Der Teig wird jetzt schön durchgeknetet. Es reicht auf Stufe 2 maximal bei der KitchenAid. Also in der ersten Minute mache ich immer Stufe 1 und gehe dann später auf Stufe 2 hoch. Und auch das Equipment, was ich nutze und was ich auch in diesem Video verwende und auch empfehlen kann, das findet ihr genauso wie das Rezept unten in der Beschreibung. Und falls ihr doch noch mal Fragen habt oder irgendwas ist unklar, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Da freue ich mich immer riesig darüber und bin schon gespannt, wie es euch dann ergeht und schmecken wird. So, hier könnt ihr sehen, die Minute ist knapp vorbei gewesen und schon schalte ich auf die Stufe 2. Den fertig gekneteten Teig gebe ich jetzt hier in eine Glasschüssel, denn gerade bei solchen Teigen ist es gut zu sehen, wie die Konsistenz ist und lasse das bei Zimmertemperatur stehen, bis er sich mindestens verdoppelt hat. Bei solchen Teigen kann es tatsächlich sein, dass das länger dauert. Also habt dort Geduld und stellt ihn wirklich kuschelig warm. Wenn es nicht warm genug ist, entweder in den Gärautomaten oder dann in den Backofen mit eingeschaltetem Licht. Ich hatte ihn dann noch mal für so eine halbe Stunde im Kühlschrank, deswegen war er jetzt ein bisschen fester, denn dadurch lässt er sich einfacher verarbeiten, wenn die Butter dann wieder so ein bisschen härter geworden ist. Ich rolle mir das Ganze jetzt zu einer Kugel, das heißt, eigentlich kneten wir das Volumen wieder raus, aber keine Sorge, das kommt dann wieder zurück. So,
Ihr könnt alternativ zu den Rosinen bzw. Sultanen natürlich auch Schokostückchen machen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich da vielleicht noch mal was zeige. Die Kugel bemehle ich jetzt ein wenig. Also ihr braucht gar nicht viel. Das ist wirklich ein super einfacher Teig. Ich drücke ihn jetzt hier noch mal ein bisschen runter und wenn ihr merkt, der lässt sich schwer verarbeiten, gebt ihm einfach noch mal so 5 bis 10 Minuten, dass ihr ihn ruhen lasst, bevor ihr ihn dann ausrollt. Und schaut mal, es ist wirklich super einfach. Also ich kann mich an meine ersten Stollenrezepte, ich habe euch ja schon mal einen Christ- und Quarkstollen gezeigt, erinnern. Und ich muss tatsächlich gestehen, bei uns zu Hause ist Stollen gar nicht so das Thema gewesen. Und daher war das für mich so eine kleine Herausforderung. Aber ich habe den jetzt wirklich lieben gelernt. Und dieses Jahr probiere ich das mal mit der Backform. Habe jetzt nochmal geschaut, dass die Breite passt. Und dann hatte ich euch ja kürzlich gezeigt, wie ihr Marzipan normal und zuckerfrei selber macht. Wie das geht, verrate ich euch oben rechts unter dem i. Und den selbstgemachten, mit Zucker gemachten Marzipan, den habe ich jetzt hier mal rausgeholt, gebe ein bisschen Puderzucker drüber und rolle mir das ja, zu so einer Marzipanrolle aus, so dass das von der Länge her zum Teig passt. Dann schlage ich ihn jetzt hier von außen, von der langen Seite ein bisschen ein. Ihr seht, es ist wirklich total einfach. Ihr könnt selbstverständlich den Stollen auch ohne Backform machen. Und ich muss gestehen, es ist ein bisschen viel Teig für die Backform gewesen, aber das seht ihr gleich noch mal eben. Ich werde das Rezept noch mal anpassen. Falls ihr da Interesse dran habt, schreibt es mir gerne. Und auch wenn ihr noch mal andere Rezepte sehen möchtet, bitte gerne in die Kommentare. So, die Marzipanrolle geht rein und dann ist es wichtig, vorne und hinten genauso wie oben das Ganze ordentlich zu verschließen. Das geht am besten, wenn ihr beim Ausrollen nicht zu viel Mehl verwendet habt, denn dann würde es sonst trocken werden, dann ist es ein bisschen schwieriger. Also das ordentlich zuknipsen, so. Und dadurch, dass wir die Sultanen schön eingeweicht haben, trocknen die später den Teig nicht aus und der Stollen bleibt schön saftig. Die Form ist ein bisschen eingefettet. Ich drücke den Teig jetzt hier rein und den dann richtig in die Form hinein. Und ich bin schon gespannt. Backt ihr Stollen eher in der Form oder freihand? Schreibt mir das doch mal bitte gerne in die Kommentare. So, und dann kippe ich ihn über und lasse ihn aber jetzt nochmal, und das ist wichtig, mindestens 30 Minuten, besser 60 Minuten im Backofen mit eingeschaltetem Licht nochmal ruhen, bevor er dann nochmal gebacken wird. Nach einer halben Stunde Backzeit habe ich die Form weggenommen, nochmal eine Viertelstunde dran gehängt und gemerkt, die Kerntemperatur, die stimmt noch nicht ganz, also geht das Ganze nochmal in den Backofen. Steht auch alles unten in der Beschreibung. Und das sieht doch jetzt gut aus. Also, die Form, damit kann ich auch gut umgehen. Das klappt. Und dann habe ich hier ein bisschen angeschmolzene Butter, die ist nicht komplett geschmolzen. Die könnt ihr sonst natürlich erhitzen oder kurz in den heißen Backofen stellen. Und noch heiß wird der Stollen, nicht der Stuten, der Stollen direkt eingerieben mit der Butter. 50 Gramm sollten reichen. Ich habe euch vorsichtshalber bis zu 100 Gramm eingetragen, aber ich persönlich würde sagen, 50 Gramm sind vollkommen ausreichend. Und habt ihr gewusst, dass ein Stollen früher eigentlich nur aus Mehl und Wasser bestand? Denn zur katholischen Fastenzeit durften keine tierischen Produkte verwendet werden. Das heißt, es gab auch kein Butterstollen. Und der Butterbrief an den Papst, ich glaube, es war 1541, hat bewirkt, dass wieder Butter in den Stollen durfte. Ich lasse, nachdem die Butter angetrocknet ist, da jetzt noch Puderzucker drüber rieseln. Ihr könnt das auch direkt nach dem Einstreichen mit der Butter machen. Dann kann es sein, dass das dann später aber härter wird. Das ist reine Geschmackssache. Macht das so, wie ihr das gerne haben möchtet. Und ich zeige euch natürlich jetzt nochmal eben das Ergebnis, denn ich bin wirklich stolz darauf, dass das so schön geworden ist. Hier unten einmal die Marzipanrolle und der ist wirklich super saftig, war schnell weg. Hier gibt es weitere Videos für euch, in denen wir uns wiedersehen.
Ich bin bald wieder zurück und sende euch liebe Grüße, eure Emma.